In diesem kurzen Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du eine Logitech MX Keys verbinden kannst, zum Beispiel mit einem iPad oder anderen Bluetooth-Geräten. Der Ablauf ist übrigens bei der MX Keys Mini, MX Keys S und vielen weiteren Logitech Bluetooth-Tastaturen mit Easy Switch-Funktion identisch. Für das Pairing benötigst du weder den beiliegenden Unifying-Empfänger, noch musst du Treiber oder die Logilink Options Plus App installieren. Sie gibt es ohnehin nur für macOS und Windows, nicht aber für iOS bzw. iPadOS, Android oder Linux. Die Logitech MX Keys kann insgesamt 3 Verbindungsprofile speichern und für jedes gibt es eine eigene Taste. Per Tastendruck lässt sich später bequem zwischen den Profilen wechseln. Bei mir baut die erste Easy Switch-Taste eine Verbindung zum Desktop-Computer auf und die zweite eine zum MacBook. Über die dritte Taste möchte ich nun die Logitech MX Keys via Bluetooth mit meinem iPad koppeln. Um den Kopplungsmodus zu starten, drücke ich sie, bis deren LED schnell zu blinken beginnt. In den Bluetooth-Einstellungen meines iPads wird die Tastatur nun als MX Keys Mac angezeigt. Da ich die Apple-Edition habe, erscheint sie bei dir möglicherweise ohne den Mac-Zusatz. Wähle ich nun die neu gefundene Bluetooth-Tastatur aus, startet sie eine Kopplungsanfrage, die ich mit Eingabe des sechsstelligen Codes und der Enter-Taste bestätige. Ob ich die Zahlenreihe oder das Numpad benutze, spielt dabei keine Rolle. Nach Eingabe des Pairing-Schlüssels ist die Logitech MX Keys mit dem iPad verbunden und kann als Bluetooth-Tastatur genutzt werden. Mit einem Druck auf die erste Easy Switch-Taste verbindet sich die Logitech-Tastatur umgehend wieder mit meinem Computer. Und über die dritte natürlich wieder zurück. Das Koppeln der MX Keys mit einem iPhone, Android-Smartphone oder Windows-PC funktioniert übrigens auf gleiche Weise. Um das iPad-Verbindungsprofil zu überschreiben, halte ich die Verbindungstaste einfach wieder so lange gedrückt, bis deren LED schnell zu blinken beginnt und koppel anschließend das neue Endgerät. Und damit habe ich dir gezeigt, wie du iPad und Co. über Bluetooth mit einer Logitech MX Keys verbinden kannst. Wenn dir die Anleitung weitergeholfen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere außerdem den Kanal, um künftig keine weiteren Inhalte dieser Art mehr zu verpassen. Hier noch 2 weitere Videos, die dich möglicherweise ebenfalls interessieren können.